Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Schön, dass du wieder dabei bist. Hallo auch von meiner Seite. Heute ist ein ganz besonderer Tag, finde ich. Wir haben ein kleines Jubiläum. Ja, unglaublich, aber wahr. Heute ist Tag 100 unserer gemeinsamen Lernreise. 100 Tage. Wahnsinn. Das ist wirklich ein Grund, richtig stolz zu sein. Absolut. Wenn wir mal ganz kurz zurückblicken, du hast an den ersten 60 Tagen die A2-Lektionen super gemeistert. Und jetzt sind wir schon an Tag 40 vom B1-Niveau. Das ist ein riesiger Erfolg. Das zeigt einfach, was für eine tolle Arbeit du leistest. Also, herzlichen Glückwunsch von uns beiden. Ja, den Glückwünschen schließe ich mich voll an. Und wie an jedem dieser 100 Tage wollen wir dir heute wieder 15 neue, wichtige Wörter beibringen. Genau. Unser Ziel ist ja immer, dir Vokabular an die Hand zu geben, das du im Alltag, bei der Arbeit oder eben beim Lernen auch wirklich gebrauchen kannst. Richtig, kein unnötiger Ballast. Und damit du diese Wörter nicht nur hörst, sondern auch wirklich verinnerlichst, wollen wir dir nochmal unsere absolute Lieblingsmethode ans Herz legen. Du ahnst es sicher schon, oder? Ich glaube schon. Die Shadowing-Methode. Ja. Es ist so simpel und unglaublich effektiv. Erklär's nochmal kurz. Also, du hörst uns gut zu, wie wir ein Wort oder einen Satz aussprechen, drückst dann kurz auf Pause und sprichst es einfach laut und deutlich nach. Und dabei versuchen unsere Betonung und die Satzmelodie so ein bisschen zu imitieren. Genau, das trainiert deine Aussprache und dein Gedächtnis enorm. Probier's wirklich mal aus. Du wirst den Unterschied sofort spüren. Und ach ja, ein kleiner Hinweis zum Ablauf heute. Diese Einheit hier ist Teil 1. Morgen in Teil 2 gibt es dann ein Extra-Video. Da stellen wir dir dann Fragen zu der kleinen Geschichte, die am Ende dieser Lektion kommt. Das heißt also, heute die Wörter lernen. Und morgen das Verständnis testen. Perfekt. Super. Ja, um welches Thema geht es denn heute? Passend zu unserem 100-Tage-Meilenstein dachten wir uns, Wir sprechen über ein Thema, das uns, glaube ich, alle betrifft: Ziele und Motivation. oh ja, Wie setzen wir uns Ziele und, was vielleicht noch viel wichtiger ist, wie bleiben wir motiviert, um sie dann auch wirklich zu erreichen? ein sehr, sehr passendes Thema. Ein Ziel zu haben ist eine Sache. Aber dran zu bleiben, wenn es mal schwierig wird, das ist die eigentliche Kunst, oder? Total, das kennst du vom Deutschlernen sicher nur zu gut. Auf jeden Fall. Genau deshalb solltest du auch unbedingt bis zum Schluss dabei bleiben. Am Ende erzählen wir dir, wie versprochen, eine kurze Alltagsgeschichte über eine Person namens Paul. Und in dieser Geschichte verwenden wir alle 15 neuen Wörter von heute. So siehst du direkt, wie sie im Kontext funktionieren. Super. Dann würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit. Legen wir los. Wir starten mit den Substantiven, also den Dingen, den Konzepten, die wir für unsere Ziele so brauchen. Und das erste steht oft ganz am Anfang von einem großen Ziel. Es ist Die Herausforderung. die Herausforderung. Ein tolles Wort. Also, eine Herausforderung ist für mich eine Aufgabe, die schwierig ist, aber gleichzeitig auch interessant und spannend sein kann. Es ist etwas, das uns fordert, aber uns eben auch wachsen lässt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das Wort klingt ja erstmal nach einem Problem, hat aber oft eine total positive Seite. Wie würde man das auf Englisch sagen? Im Englischen sagt man dazu Challenge. Eine Herausforderung ist also oft eine Chance, besser zu werden. Ein guter Beispielsatz wäre vielleicht: Die B1-Prüfung ist eine große Herausforderung, aber ich schaffe das. Der passt perfekt. Deutschlernen an sich ist ja eine einzige große, positive Herausforderung. Stimmt, man muss viel investieren, aber man lernt so viel Neues und es fühlt sich einfach gut an, wenn man merkt, man wird besser. Total! Und wenn man so eine Herausforderung dann annimmt und fleißig daran arbeitet, dann macht man hoffentlich bald was macht man dann? Einen Fortschritt. Das ist unser nächstes Wort. Der Fortschritt. Genau. Der Fortschritt ist eine positive Entwicklung oder eine Verbesserung. Du kommst deinem Ziel halt ein Stück näher. Auf Englisch wäre das: Progress. Ein schöner Beispielsatz dazu ist: Ich sehe jeden Tag einen kleinen Fortschritt beim Deutschlernen. Und das ist so entscheidend, oder? Ja, absolut. Manchmal hat man das Gefühl, man kommt gar nicht voran. Aber wenn man genau hinschaut, da sind immer kleine Fortschritte. Vielleicht versteht man heute ein Wort im Radio, das man gestern noch nicht verstanden hätte. Genau das. Und es ist so wichtig, diese kleinen Fortschritte auch bewusst wahrzunehmen, vielleicht sogar zu feiern. Das motiviert uns ungemein, weil es uns zeigt, hey, meine Mühe lohnt sich, es geht voran. Ja. Um aber überhaupt Fortschritte machen zu können, gerade wenn es mal nicht so leicht ist,
braucht man eine ganz wichtige Eigenschaft. Und das ist unser drittes Substantiv. Die Ausdauer. Die Ausdauer. Oh ja, ein Wort, das man beim Sprachenlernen wirklich verinnerlichen sollte. Ausdauer ist die Kraft und auch die Geduld, lange an einer Sache zu arbeiten, auch wenn es mal schwer wird oder man müde ist. Richtig. Im Englischen gibt es da, glaube ich, 2 passende Wörter. Endurance oder auch Stamina. Stimmt. Ohne Ausdauer ist es fast unmöglich, große Ziele zu erreichen. Es reicht eben nicht, nur eine Woche motiviert zu sein. Das stimmt. Man sagt ja oft, Sprachenlernen ist ein Marathon, kein Sprint. Und unser Beispielsatz fasst das eigentlich perfekt zusammen. Welcher ist das? Ohne Ausdauer kann man keine Sprache lernen. Man muss einfach dranbleiben, Tag für Tag. Auch wenn es nur ein bisschen ist. Ein sehr gutes Bild. Und wenn man jetzt viele Ziele hat, im Beruf, privat, beim Lernen, dann kann man ja nicht alles mit der gleichen Energie machen. Nein, unmöglich. Man muss eine Entscheidung treffen und eine Priorität setzen. Die Priorität. Das ist unser 4. Wort. Die Priorität ist die Sache, die im Moment am wichtigsten ist und die man deshalb zuerst erledigen sollte. Im Englischen ist das ganz einfach. Eine Priority. Genau. Das ist im Alltag überlebenswichtig, finde ich. Man kann nicht alles gleichzeitig perfekt machen. Nein. Man muss sich ehrlich fragen, was ist jetzt gerade meine absolute Priorität? Ein Beispielsatz wäre, meine Gesundheit hat für mich die höchste Priorität. Oder, was für dich vielleicht gerade zutrifft, das Deutschlernen hat für mich momentan Priorität, weil ich die Prüfung in 3 Monaten bestehen möchte. Das hilft total, die Energie zu fokussieren und nicht für 10 verschiedene Dinge gleichzeitig zu verbrauchen. Absolut. Und wenn man dann eine Weile an etwas gearbeitet hat, mit Ausdauer und klaren Prioritäten, dann kommt man oft zu so einem Punkt, so einem Aha-Moment. Man kommt zu einer Erkenntnis. Die Erkenntnis. Ein tolles Wort. Eine Erkenntnis ist neues Wissen oder ein tiefes Verständnis, das man oft durch Erfahrung oder langes Nachdenken bekommt, oder? Genau. Die englische Übersetzung wäre Insight oder auch Realization. Das kennt bestimmt jeder von uns. Man lernt Vokabeln, man paukt Grammatik und plötzlich, vielleicht unter der Dusche, Ja, oft in den komischsten Momenten. versteht man einen Zusammenhang, der vorher total unklar war. Das ist eine Erkenntnis. Unser Beispielsatz ist, meine wichtigste Erkenntnis war, regelmäßiges Wiederholen ist der Schlüssel zum Erfolg. Das ist eine Erkenntnis, die wohl jeder Lernende irgendwann hat. Man versteht plötzlich, warum eine bestimmte Methode funktioniert. Ja, So, das waren unsere 5 Substantive. Fassen wir mal kurz zusammen. Wir stellen uns einer Herausforderung, machen dann hoffentlich einen Fortschritt, wofür wir Ausdauer und klare Prioritäten brauchen. was uns am Ende zu einer wertvollen Erkenntnis führt. Eine perfekte Zusammenfassung. Und damit kommen wir jetzt zu den Verben, also zu dem, was wir aktiv tun, um unsere Ziele zu erreichen. Und das erste Verb klingt schon sehr positiv und kraftvoll. Verwirklichen. Verwirklichen. Das bedeutet, eine Idee, einen Traum oder einen Plan wahrzumachen, ihn also in die Realität umzusetzen. Auf Englisch. To realize oder to achieve. Und da es ein Verb ist, brauchen wir natürlich auch die Perfektform. Richtig, die lautet, hat verwirklicht. Ein schöner Beispielsatz dazu ist, sie möchte ihren Traum von einer eigenen Firma verwirklichen. Das heißt, sie hat nicht nur eine vage Idee, sie arbeitet aktiv daran, dass diese Idee Realität wird. Ein tolles Ziel. Aber auf dem Weg dahin, einen Traum zu verwirklichen, muss man oft Schwierigkeiten. Ja, was macht man mit denen? Man muss sie bewältigen. Bewältigen, das ist unser nächstes Verb. Bewältigen heißt, eine schwierige Aufgabe, eine Krise oder ein Problem erfolgreich zu schaffen. Man meistert die Situation. Im Englischen könnte man sagen, to master oder to cope with. Genau. Und die Perfektform ist, hat bewältigt. Ein Beispiel aus dem Arbeitsleben wäre, wir haben die schwierige Projektaufgabe zusammen als Team bewältigt. Das zeigt auch, dass man Herausforderungen nicht immer allein schaffen muss, oder? Absolut. Manchmal braucht man eben Hilfe, um etwas zu bewältigen. Ein sehr guter Punkt. Aber bevor man etwas bewältigt, muss man es sich ja erstmal als Ziel setzen. Man muss es anstreben. Anstreben. Das bedeutet, dass man ein bestimmtes Ziel hat und aktiv versucht, es zu erreichen. Es ist mehr als nur wollen, oder? Es ist ein aktives Hinarbeiten. Ja, genau. Im Englischen passt hier to strive for oder to aim for. Und die Perfektform dazu lautet, hat angestrebt. Ein Beispielsatz ist,
Ich strebe eine bessere Position in meiner Arbeit an. Das heißt, mein Ziel ist eine Beförderung und ich tue die Dinge, die dafür notwendig sind. Genau, man lernt dazu, übernimmt mehr Verantwortung, solche Dinge. Man strebt also aktiv etwas Besseres an. Und auf diesem Weg muss man manchmal nicht nur externe Probleme bewältigen, sondern auch so innere Blockaden überwinden. Oh ja, überwinden. Das ist ein sehr wichtiges Verb für die persönliche Entwicklung. Überwinden bedeutet, stärker zu sein als ein Problem, eine Angst, ein Hindernis. Man lässt sich davon nicht aufhalten. Das englische Wort ist da auch sehr passend. To overcome. Ja? Und die Perfektform ist, hat überwunden. Ein ganz klassisches Beispiel für Deutschlernende ist doch dieser Satz, er musste seine Angst vor dem Sprechen überwinden. Diese Angst, Fehler zu machen, die kennen so viele. Jeder, glaube ich. Ja. Ich erinnere mich noch gut, als ich Englisch gelernt habe. Ich hatte so eine Angst, am Telefon zu sprechen. Aber irgendwann habe ich es einfach gemacht. Immer wieder. Und nachdem ich diese Angst überwunden hatte, fühlte sich das so befreiend an. Das kann ich mir gut vorstellen. Und wenn man dann eine gute Gewohnheit entwickelt hat, zum Beispiel jeden Tag Deutsch zu sprechen, dann sollte man sie natürlich beibehalten. Unser letztes Verb für diesen Block. Beibehalten heißt, etwas so weiterzumachen wie bisher und nicht damit aufzuhören. Man führt eine gute Routine fort. Im Englischen würde man sagen to maintain oder to keep up. Richtig, die Perfektform lautet, hat beibehalten. Und ein Satz, der für dich als Inspiration dienen kann: Ich möchte meine Routine, jeden Morgen 30 Minuten Deutsch zu lernen, beibehalten. Das ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg. Wenn man etwas Gutes gefunden hat, das funktioniert, dann ist die größte Kunst, es beizubehalten und nicht nach 2 Wochen wieder aufzuhören. Genau. Und wenn euch unser tägliches Lernformat hilft, eure Ziele zu verwirklichen, dann abonniert doch gern den Kanal und unterstützt uns mit einem Daumen nach oben. So bleibt ihr motiviert und könnt die Gewohnheit, jeden Tag zu lernen, ganz einfach beibehalten. Eure Unterstützung hilft uns wirklich sehr. So, und nach dieser kleinen Pause machen wir weiter mit den Adjektiven. Ja, Adjektive beschreiben ja, wie eine Person ist oder wie sie handelt. Und die sind super wichtig, wenn wir über Ziele und Motivation sprechen. Starten wir mit einem Wort, das oft den Anfang macht. Ehrgeizig. Ehrgeizig, okay. Ehrgeizig ist jemand, der große Ziele hat und sehr viel dafür tut, um diese Ziele auch zu erreichen. Es ist eine sehr zielstrebige Eigenschaft. Im Englischen würde man sagen ambitious. Genau. Ein einfacher Beispielsatz ist: Meine Kollegin ist sehr ehrgeizig und will Karriere machen. Man sieht also, sie hat ein klares Ziel und arbeitet hart dafür. Ehrgeizig zu sein ist ja meistens eine positive Eigenschaft, solange man dabei fair zu anderen bleibt. Das ist ein wichtiger Zusatz, ja. Und wer ehrgeizig ist, sollte im Idealfall auch eine weitere Eigenschaft mitbringen. Man sollte konsequent sein. Konsequent? Das passt perfekt zu ehrgeizig. Was passiert? Das englische Wort ist consistent. Das ist der große Unterschied zwischen ich will und ich tue, finde ich. Viele Leute sind ehrgeizig und haben große Träume, aber nicht alle sind konsequent. Das stimmt. Unser Beispielsatz: Sie lernt ganz konsequent jeden Tag, auch am Wochenende. Das macht am Ende den Erfolg aus. Absolut. Keine Ausreden. Und diese Konsequenz erfordert natürlich eine enorme Selbstkontrolle. Wer konsequent ist, ist oft auch diszipliniert. Diszipliniert, das ist unser nächstes Adjektiv. Diszipliniert ist jemand, der sehr kontrolliert und organisiert ist und sich an seine eigenen Regeln hält, auch wenn er mal keine Lust hat. Genau, auf Englisch disciplined. In Deutschland ist das ein Wort, das oft als eine Tugend, also eine sehr positive Eigenschaft gesehen wird. Ja. Man muss oft seinen inneren Schweinehund überwinden, wie man hier so schön sagt. Ah, der innere Schweinehund. Den kennt wohl jeder. Ja, diese Stimme im Kopf, die sagt, ach, mach's doch morgen. Und Disziplin ist genau die Fähigkeit, diese Stimme zu ignorieren. Ein gutes Beispiel: Um sportliche Ziele zu erreichen, muss man sehr diszipliniert sein. Total. Man muss zum Training gehen, auch wenn man müde ist, und auf die Ernährung achten, auch wenn man Lust auf Schokolade hat. Disziplin ist wie ein Muskel, den man trainieren kann. Das hast du schön gesagt. Und all diese Eigenschaften, ehrgeizig, konsequent, diszipliniert, brauchen noch eine ganz wichtige Zutat, damit man nicht aufgibt. Man muss zuversichtlich sein. Zuversichtlich. Ein wunderschönes Wort, finde ich. Ja. Zuversichtlich bedeutet, dass man optimistisch ist und positiv in die Zukunft schaut. Man glaubt an sich und an den Erfolg. Auf Englisch wäre das confident oder optimistic.
Man hat Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und in den Prozess. Ein Satz, den wir dir mitgeben möchten. Ich bin zuversichtlich, dass ich die Prüfung bestehen werde. Dieser Glaube an sich selbst kann Berge versetzen. Das ist so wahr. Eine positive Einstellung ist die halbe Miete. Und das führt uns direkt zu unserem letzten Wort für heute. Wenn man ein Ziel hat und zuversichtlich ist, dann ist man am Ende Entschlossen. entschlossen. Das ist das letzte Adjektiv auf unserer Liste. Entschlossen ist man, wenn man eine klare Entscheidung getroffen hat und sich ganz sicher ist, was man will. Es gibt keine Zweifel mehr. Genau. Im Englischen sagt man, Determined. richtig, man ist fest entschlossen. Das ist eine sehr starke Formulierung. Unser Beispielsatz fasst den Geist dieser ganzen Lektion eigentlich zusammen. Ich bin fest entschlossen, dieses Jahr mein Deutsch zu verbessern. Das ist keine vage Idee mehr, das ist ein fester Plan. Ein perfektes Schlusswort für unsere Vokabelsession. Ja, Wenn man entschlossen ist, hat man die richtige Energie, um all die anderen Dinge umzusetzen. super. Das waren unsere 15 Wörter für heute. Du hast jetzt Substantive, Verben und Adjektive, um über deine eigenen Ziele und deine Motivation zu sprechen. Und wie versprochen, Kommt jetzt unsere kleine Geschichte über Paul. Hör gut zu und versuch mal, die Wörter wiederzuerkennen. genau, achte darauf, wie die Wörter in den Sätzen verwendet werden. Die Geschichte wird in einem ruhigen, klaren Tempo erzählt. Los geht's. Paul hatte sich ein Ziel gesetzt. Er wollte endlich seine beruflichen Träume verwirklichen und eine Weiterbildung zum Projektmanager beginnen. Das war eine große Herausforderung, denn er musste neben seiner Vollzeitarbeit lernen. Aber er war fest entschlossen. Seine Priorität war klar. Jeden Abend 2 Stunden lernen, ohne Ausnahme. Am Anfang war er sehr ehrgeizig und machte schnell einen großen Fortschritt. Er verstand die neuen Themen und fühlte sich gut. Doch nach einigen Wochen wurde es schwierig. Er musste viele unerwartete Probleme bei der Arbeit bewältigen und seine Motivation sank. Er war oft müde und frustriert. Seine wichtigste Erkenntnis in dieser Zeit war, er brauchte mehr als nur Motivation am Anfang, er brauchte echte Ausdauer. Er musste die Zweifel in seinem Kopf überwinden, die ihm sagten, dass er es nicht schaffen würde. Ein Freund gab ihm einen guten Rat. Er sagte ihm, sei konsequent und bleib diszipliniert. Du hast eine gute Lernroutine aufgebaut. Du musst sie unbedingt beibehalten. Paul dachte lange darüber nach. Er wusste, er wollte eine bessere Zukunft für sich anstreben. Von diesem Tag an änderte sich seine Einstellung wieder. Er war wieder zuversichtlich. Er wusste, es würde nicht einfach werden, aber er war sich sicher, er würde sein Ziel erreichen. Das war die Geschichte von Paul. Hast du alle Wörter erkannt? Ich hoffe, die Geschichte hat dir geholfen, die Bedeutung der Wörter noch besser im Zusammenhang zu verstehen. Das ist das Ziel. Die Wörter in einem Kontext zu sehen, hilft dem Gehirn einfach, sie besser zu speichern als eine einzelne Vokabel auf einer Liste. Genau. Und jetzt bist du dran. Wir haben eine kleine Hausaufgabe für dich. Oh ja? Schreib uns doch mal einen eigenen Satz mit einem der neuen Wörter in die Kommentare. Zum Beispiel, was ist deine größte Herausforderung im Moment oder was möchtest du dieses Jahr verwirklichen? Wir sind sehr gespannt und freuen uns darauf, eure Beispiele zu lesen. Auf jeden Fall. Richtig, Übung ist alles. Das aktive Anwenden der Wörter ist der wichtigste Schritt beim Lernen. Und wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann abonnier doch den Kanal. Das hilft uns sehr und motiviert uns natürlich auch, immer weiterzumachen. Und wir haben auch schon einen kleinen Ausblick auf die morgige Folge für dich. Oh, erzähl. Morgen geht es weiter mit einem Thema, das für viele von euch wichtig ist. Schule und Unterricht. Wir lernen Wörter rund um den Klassenraum, das Lernen in der Schule und den typischen Lernalltag. Das wird sicher auch sehr nützlich. Ich denke auch. Super. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Bleibt motiviert, bleibt entschlossen und vor allem, bleibt dran. Bis morgen. Tschüss und bis bald.